Bin unfassbar wütend und dieses Video geht nicht um irgendein Traumathema, sondern das ist ein Plädoyer und zwar für dich. Für dich ist auch keine Einladung, sondern eine Bitte. Eine Bitte, dass du endlich aufhörst, dich selbst zu zerstören und dich selbst zu ruinieren. 20% der Personen, die zu mir kommen in ein Vorgespräch, um eine Traumabegleitung zu beginnen, sind in einem absoluten Notzustand. In einem Notzustand und zwar nicht nur im Nervensystem, sondern auch im Leben. Im Leben im Sinne, dass sie nicht mehr in der Lage sind, auch finanziell etwas sich zu leisten. Die Gründe sind nicht, dass sie vielleicht nicht mehr arbeiten können und dass sie aufgrund dessen vielleicht nicht mehr etwas leisten können. Der Grund ist ein ganz anderer. Sie haben sich gedacht, dass wenn sie eine Coaching-Ausbildung machen, das sei sogar traumasensitiv oder traumasensibel, nennt man viele. Es gibt leider auch sehr, sehr große Namen, hier auch auf YouTube, überall in den Medien, verschiedenste Namen. Ja, ich möchte keinen nennen, die verschiedenste Coaching-Ausbildungen oder auch Coaching anbieten. Und viele der Betroffenen, die ja eben Entwicklungstrauma haben, sehr schwere Probleme mit Nervensystemregulation haben, sich in diese Coachings begeben. Sie verbringen dort mehrere Monate. Manche schaffen das sogar, ja, diese Monate irgendwie, dass sie sich dort durchringen, dass sie das irgendwie vielleicht auch abschließen, aber mit ganz schweren Konsequenzen. Aber die meisten schaffen es nicht mal abzuschließen, sondern sie sind dazu gezwungen, diese sogenannte Ausbildungen nach 4-5 Monaten abzubrechen. Denn sie sind retraumatisiert, sie sind absolut an ihrem eigenen Limit, sie werden in irgendeinen Interventionen und Maßnahmen und Chakra und Pushing mit reingezwungen und reingetrieben. Das sind keine seriöse Coaching-Ausbildungen. Ich bitte euch und ich bitte dich, bevor du solche Ausbildungen überhaupt machst und du dir sowas traust, musst du erstmal heilen. Das ist eine ganz, ganz fromme Vorstellung, dass du in eine Ausbildung gehst und vorher nicht eine Heilung durchlaufen bist, dass du das schaffst. Die meisten, die dann zu mir kommen, also wie gesagt, etwa 20%, ich führe wirklich eine Statistik. Das heißt, eine von 5 Personen kommen dann zu mir, auch sogar im Vorgespräch, ja, sie sind nicht in der Lage, sich zu beruhigen, dass sie dass sie nicht in der Lage sind, ja, Selbstregulation zu üben, dass sie im normalen Leben, vielleicht sind sie sogar noch auch in der Lage zu arbeiten, aber dass sie gerade Tag für Tag, ja, um eine Existenz und um Überleben kämpfen. Viele mit mehreren Kindern, das ist enorme Belastung und enorme Lebenssituationen, die du dir nicht antun musst. Ich bitte dich, du musst erst heilen, bevor du solche Dinge überhaupt starten kannst. Und diese sogenannte Ausbildungen oder Coachings, ja, vielleicht hast du gedacht, okay, da mache ich ja vielleicht 2 Fliegen, ja, mit einer Klatsche. Ich habe dann auch eine Ausbildung und dann vielleicht mache ich ja auch, dann werde ich coachen und so weiter und dann gleichzeitig heile ich auch. Nein, das funktioniert nicht. Warum funktioniert sowas nicht? Weil erstens, sogar traumasensible Coaching-Ausbildungen sind nicht darauf ausgerichtet, dass Betroffene dort, ja, stets berücksichtigt werden. Das heißt auch Peer Groups zum Beispiel, wo dann auch schon dieses Coaching geübt wird nicht immer supervidiert. Es gibt nicht immer einen Aufpasser, sag ich mal, ja, wo dann auch guckt, okay, ist das immer alles eingehalten worden, wenn etwas vielleicht schief läuft, dass jemand auch tatsächlich da ist und dann, wenn etwas schief läuft, und ich habe leider viele
solche Erzählungen mitbekommen, wo Retraumatisierungen geschehen sind, ist niemand da, wo dann tatsächlich jemand irgendwie da ist und eine Intervention passieren kann, beziehungsweise solche Dinge auch vermeidet. Dann, das Material, was du dort erlernst, ist nicht für deine Heilung gedacht. Das ist ein total Trugschluss. Diese Weiterbildungsmaterial ist für Coaches. Ein Coach hat eine ganz andere Perspektive, als wenn du dort als Betroffener heilen willst. Ja, das ist eine ganz andere Perspektive. Du musst ganz andere Dinge dort beachten, betrachten. Du kannst nicht gleichzeitig das tun, denn wenn du ja grundsätzlich noch mit deinen eigenen Problematiken eigentlich beschäftigt bist, kannst du nicht ja schon gleichzeitig, endlich um jemand anderen müsstest du ja kümmern, nicht wahr? Das geht nicht. Ist ja auch gar kein Wunder, dass ja die meisten eigentlich das abbrechen oder dann mit Pausierungen irgendwie fortsetzen oder dann irgendwie ja aussetzen, dann irgendwann mal abschließen. Und ich bitte dich, dass du wirklich primär erst um dich selbst kümmerst, dass du zuerst wirklich um deine Heilung kümmerst und erst dann solche Dinge machst. Und wenn du wirklich Coach werden möchtest, dass du dann um solche Ausbildungen bemühst, die wirklich auch zertifiziert sind, die ja ein Qualitätssiegel haben, die kein Chaka-Chaka machen und kein, weil das ist Grenzüberschreitung. Ja, du kommst eigentlich aus solchen Verhältnissen, das ist eigentlich, was du auch schon als Kind erlebt hast, nicht wahr? Dass du diese Dinge nicht wiederholst und du läufst eigentlich in solchen Verhältnissen und in solchen Situationen selbst wieder rein. Das war jetzt wirklich ein Plädoyer für dich, an dich und eine ganz große Bitte an dich, damit du nicht nochmals Verletzungen hinzuziehst. Du hast ja schon so viele, nicht wahr? Alle, die betroffen sind, haben ja schon so viele. Wir brauchen nicht noch mehr. Und das sind auf jeden Fall solche Fälle und solche Gegebenheiten, wo du natürlich zusätzlich noch mehr einfach nur erwerben kannst, anstelle dass diese Wunden dann endlich mal heilen. Ich wünsche dir, dass du richtige Entscheidungen triffst, dass wenn du ja schon solche Erfahrungen erlebt hast, dass du aus diesen Miserie einfach rauskommst, dass du deine finanziellen Verhältnisse auch irgendwie regeln kannst. Viele sind wirklich in einer riesen Patsche, wie ich das mitbekomme, durch diesen Dingen. Und gleichzeitig sind sie dann auch daran verhindert mittlerweile, dass sie eine echte Heilung sich holen können und organisieren können. Und dass wenn du jetzt aber an einem Scheideweg stehst, wo du Entscheidungen treffen musst, dass du wirklich erst in deine Heilung gehst, anstelle dass du erst in eine Ausbildung möchtest, wo du denkst, dass du dann dadurch auch gleichzeitig heilst. Ich wünsche dir wie immer alles Liebe und sei bitte gut zu dir selbst und zu deinen kindlichen Seiten und alles Liebe, Gabriela. 'Cause it feels like home.